Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Wie entsteht eigentlich Atmosphäre im Bild? Ich glaube, wenn die Farben und die Tonwerte im Bild gut lesbar sind und die Bildaussage mit voller Kraft unterstützen, kann diese ganz spezielle Stimmung entstehen. Im heutigen Video zeige ich dir ein atmosphärisches Aquarell, welches durch seinen starken Himmel und durch seine stark reduzierte Stadtsilhouette eine große Wirkung hat. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und ich lege auch gleich mit dem Motiv los. Du weißt vielleicht, dass ich neben der Arbeit hier auf YouTube an diesem Kanal mit Malreisen und Kursen deutschlandweit und auch europaweit unterwegs bin. Das heutige Motiv habe ich zum Beispiel von einer Malreise nach Prag im letzten Sommer mitgebracht. Ich habe dort mit einer Gruppe von 12 aquarellbegeisterten Malenden jeden Tag ungefähr 5 Stunden draußen gemalt. An manchen Tagen war das Wetter auch nicht so gut, dann haben wir uns in unser gemütliches Atelier zurückgezogen. Auf so einer Malreise geht man oft abends auch noch gemeinsam essen und es bleibt viel Zeit für nette Gespräche und genügend Fachsimpelei. Ich finde, eine Malreise ist eine super Gelegenheit, nette und interessante Menschen kennenzulernen und eine tolle Zeit mit ihnen zu verbringen. Falls du jetzt neugierig geworden bist und auch mal mit dabei sein möchtest, schau gerne auf meiner Website www.diesaquarellwerkstatt.de. Dort kannst du dich über die Malreiseangebote des nächsten Jahres, also 2026, informieren. Prag ist zwar nächstes Jahr nicht dabei, dafür gibt es tolle Reisen in die Schweiz, nach Venedig, nach Südfrankreich, in die Toskana und nach Schweden. Einige meiner Kurse, vor allen Dingen die Malreisen und Kurse in Deutschland, sind zwar jetzt schon fast ausgebucht, aber du kannst dich immer auch auf die Warteliste setzen lassen und wirst dann informiert, sobald ein Platz frei werden sollte. Unter dem Video in der Videobeschreibung findest du den Link zu meiner Website und ich wünsche dir viel Spaß beim Stöbern. Vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr mal auf so einer Malreise. Jetzt geht's aber endlich los mit dem heutigen Motiv. Viel Spaß beim Zuschauen. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Jaune Brillant, Lasur Orange, Ultramarin Feinst von der Firma Schminke, Lavender von der Firma Mielo und Sienna gebrannt, Permanent Alizarin Karmesin und Cadmiumgelb von Winsor & Newton. Ich arbeite auf Baumwollpapier der Firma Arche, Graphin 300 Gramm. Das Format ist etwa DIN A4. Ich male mit meinen eigenen Pinseln, das ist der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, der Rotmalerhaarpinsel in der Größe 10 und der synthetische Flachpinsel in der Größe 10 und außerdem verwende ich einen synthetischen Rundpinsel in der Größe 6. Hier zeige ich euch die schönen Skizzen, die im Skizzenbuch entstanden sind während der Malreise nach Prag. Prag ist ja wirklich eine wunderschöne Stadt und Motive gibt es an jeder Ecke. Hier ist mal eine Seite nicht ganz fertig. Da war ich Kaffee trinken und Gulaschsuppe essen im Kloster Strážov. Und das ist natürlich fast das bekannteste Motiv in Prag, die Karlsbrücke. Hier noch einmal die Karlsbrücke als Kursdemo und ich glaube in der Beschränkung auf 2 Farben, auf Ultramarin und Sienna gebrannt. Diese kleine Vignette, das waren die Nutrias, die dort an der Karlsbrücke unten am Ufer von den Touristen leider gefüttert werden und ja, dort auch sehr zahlreich dann zu sehen sind. Hier sehen wir das Motiv, das ich heute mit euch malen möchte, ein sehr atmosphärisches Aquarell von der abendlichen oder nächtlichen Karlsbrücke. Dieses Referenzfoto und auch meine Skizze gibt es für die Unterstützer unseres Kanals wieder zum Herunterladen auf der Steady-Unterstützerseite der Aquarellwerkstatt. Für mein heutiges Aquarell werde ich mich eher auf die Schwarz-Weiß-Version des Fotos beschränken. Hier sehen wir ganz schön die unterschiedlichen Tonwerte und die Farben werde ich zugunsten der atmosphärischen Wirkung noch einmal reduzieren. Ich werde dieses Grün zum Beispiel hier nicht einsetzen und diese Häuser mehr zusammenfügen in einem bräunlich-bläulichen Ton. Als zusätzliche Übung für die Unterstützer unseres Kanals gibt es gleich die Aufgabe, 6 kleine Tonwertskizzen zu erstellen und auszuloten, welche Möglichkeiten der Tonwertverteilung es gibt, wenn ich bedenke, dass ich die 3 Bildebenen im Bild, Hintergrund, Mittelgrund, Vordergrund, mit 3 Tonwertstufen hell, mittel
und dunkel belegen kann. Dies ist immer eine sehr spannende Auslotung der Bildmöglichkeiten. Das mache ich gerne, wenn ich mir noch nicht ganz im Klaren bin, wie ich ein Aquarell zum Leuchten bringen möchte. Also eine super vorbereitende Übung, die dir auch sicherlich helfen kann für deine eigenen nächsten Aquarelle. Außerdem bekommen alle Unterstützer unseres Kanals dieses Video in einer langen, ungekürzten Version. Wenn das auch für dich in Frage kommt, schau gerne unter dem Video, dort findest du einen Link, Steady, deine Unterstützung heißt der Link. Und wenn du dort drauf gehst, kommst du direkt zur Unterstützerseite von Steady und kannst dich über die einzelnen Möglichkeiten und Pakete informieren. Das Bild, welches ich jetzt gleich malen möchte, lebt vor allen Dingen durch seinen sehr farbintensiven Himmel. Und dafür feuchte ich jetzt das Aquarellpapier hier bis zur Erdlinie, also über alle Häuser, über den Turm hinweg an mit klarem Wasser. Ich stoppe hier an dieser Erdlinie, heißt es, wo die Straße hinten im Torbogen beginnt und hier an der Oberkante der Mauer. Die gesamte Stadtsilhouette wird später auf den Himmel draufgemalt. Also male ich jetzt den leuchtenden orange-roten Himmel hier auch auf die Fläche der Häuser. In die feuchte Fläche setze ich jetzt einige Striche Cadmiumgelb, schön farbintensiv mit relativ trockenem Pinsel. Lasurorange kommt dazu. Und jetzt auch Alizarin Karmesin. Im oberen Bereich nehme ich Lavendelblau mit hinein in die Mischung. Hier möchte ich einen dunstigen, auch etwas Ultramarin, einen dunstigen Abschluss im Himmel erzeugen, der das Leuchten doch mehr hier auf diesen Bereich reduziert. Ich bewege jetzt das Blatt ein bisschen, damit die Fließrichtung der Pigmente hier mehr in die Waagerechte geht und schöne weiche Verläufe zwischen den einzelnen Farben entstehen. Während der Himmel jetzt schon anfängt zu trocknen, füge ich den Grundfarbauftrag für die Straßenfläche jetzt hinzu. Hier möchte ich im hinteren Bereich des Weges die warme Farbigkeit des Himmels nochmal aufgreifen und nach vorne hin etwas kühler werden. Ich mische mir Lasurorange und Cadmiumgelb und variiere gleich hier mit dem Alizarin. Und jetzt gebe ich Sienna gebrannt hinzu und dann auch etwas Ultramarinblau. Noch ein bisschen mehr Blau. Ich möchte es etwas kühler hier vorne haben. Kleine helle Spuren ziehe ich jetzt hier unregelmäßig aus der nassen Farbe wieder heraus. So bekommt der Weg schon eine perspektivische Wirkung und auch ein bisschen Struktur. Im vorderen Bereich spritze ich mit dem synthetischen Pinsel ein paar kleine Wassertröpfchen in die Fläche hinein. Und das belebt die Fläche und könnte kleine Pflastersteinchen andeuten. Nun kann das Bild erst einmal komplett durchtrocknen. Es folgt der zweite Farbauftrag mit einer relativ homogenen Farbfläche, die ich jetzt über die gesamten Gebäude ziehe, aus den 3 Farben Sienna gebrannt, Ultramarinblau und Alizarin Karmesin. Diese 3 Farben werden in ihrer Dominanz gelegentlich variiert. Also mal erscheint der Farbauftrag bräunlicher, mal bläulicher, mal rötlicher. Das Ganze jetzt in einer relativ cremigen Konsistenz. Man könnte sagen, hier auf der Palette liegt jetzt eine große Farbpfütze, die ungefähr die Konsistenz von ungeschlagener Schlagsahne hat.
Bisschen Lavendelblau kommt gelegentlich für die helleren Gebäude auch mit in die Mischung hinein. Und über die Straßenlaternen male ich komplett hinweg. Um jetzt relativ zügig und locker hier über die Form zu arbeiten, benötige ich immer eine relativ detailgetreue Skizze. Man kann jetzt hier zwar die Bleistiftstriche kaum noch erkennen, aber mir hilft es trotzdem, während ich skizziere, das Motiv wirklich gut im Kopf zu haben und dann jetzt hier sehr locker arbeiten zu können. Bevor die Farbe hier komplett trocknet, sprühe ich noch einmal mit der Sprühflasche hinein. Für kleine Auflockerungen und Binnenstrukturen in der dunklen Fläche. Und jetzt male ich den Turm. Den möchte ich im oberen Bereich etwas kühler halten. Mische ich etwas mehr Blau mit in die Farbpfütze hier. Wichtig ist, dass die Konsistenzen der Farbmischungen gut zueinander passen, dass die Farbe nicht mal flüssiger und mal cremiger aufgetragen wird. Sonst gibt es Flecken. Auch die Mauer möchte ich noch dunkel darstellen. Hierfür verwende ich jetzt auch wieder die Mischung Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Die kleine Lichtkante oben auf dem Mauersims lasse ich gelegentlich frei stehen, aber nicht zu viel, damit es nicht zu viel Wichtigkeit bekommt im Bild, diese helle Form. Gerade eben nur so weit angedeutet, dass man sieht, ah ja, das könnte eine Mauer sein. Nun kommen noch in die feuchte Fläche ein paar Akzente wie der Torbogen oder auch ein paar Fenster könnte ich schon einfügen oder die Statuen, die auf der Brücke ja stehen, andeuten. Dafür mische ich mir ganz dunkel, ganz cremig jetzt in der Konsistenz von, naja, nicht ganz flüssigem Honig. Wieder meine 3 Grundfarben, Alizarin, Karmesin ist auch dabei, Sienna gebrannt und Ultramarin. Und kann jetzt hier schon Fenster, Torbogen, ähnliche Sachen andeuten. Und das Schöne ist, dass jetzt hier die Formen sehr weich erscheinen und das Ganze nicht so aufgemalt aussieht. Wirklich darauf achten, dass der Pinsel jetzt sehr, sehr trocken ist. Kaum noch Wasser drin.
Einen kleinen Schlagschatten setze ich noch hier unter die Mauer. Jetzt möchte ich den unteren Bereich des Weges hier auf der Karlsbrücke noch ein bisschen mehr einbetten in die Gesamtsituation des Bildes. Ich habe das Gefühl, ich muss hier unten noch ein bisschen dunkler, ja, die Fläche schließen, um das Leuchten dann hier im hinteren Bereich noch mehr zur Geltung zu bringen. Ich mische mir noch einmal Ultramarinblau und Sienna gebrannt und setze hier diese kräftige Dunkelheit vom unteren Rand kommend dagegen. Variiere jetzt ein bisschen und spüle jetzt den Pinsel gut aus, mache ihn etwas trocken und verblende diese Fläche und versuche im oberen Bereich dann so anzukommen, dass dieses helle Leuchten stehen bleiben kann und trotzdem ein sehr weicher Übergang entsteht. Mit meinem Flachpinsel hole ich ein paar helle Linien wieder heraus und ich könnte auch ein bisschen dunkle Farbe aufnehmen und hier im hinteren Bereich ein paar dunkle Spuren auf die Straße setzen. Mit dem kleinen Kunststoffpinsel, das ist bei mir ein synthetischer Pinsel in der Größe 6, setze ich jetzt noch ein paar Akzente in die großen Flächen der Gebäude hinein. Mit Lavendelblau, Ultramarinblau und Sienna gebrannt und relativ trockener Farbe. Auch hier kann die Farbe gerne ab und an variieren. Jetzt ist hier mehr Lavendelblau mit drin. Nun werden die hellen Formen für die Laternen ausgewaschen. Und da muss ich jetzt gut nochmal auf mein Vorlagenfoto schauen, um zu gucken, wo die Laternen hier platziert sind und wie der Winkel gehen muss hier auf den Fluchtpunkt im Torbogen zu, damit die Perspektive hier gut funktioniert. Ich hebe hier die Farbe ab mit dem angefeuchteten Flachpinsel und einem trockenen Tuch. Es ist wichtig, dass das Tuch wirklich trocken ist, damit nicht das Ganze hier matschig wird auf dem Papier. Wieder mit einer ganz trockenen Mischung aus viel Ultramarinblau, etwas Sienna gebrannt und einem Hauch Alizarin füge ich jetzt mit lockeren Strichen die schwarzen Elemente der Laternen ein. Hier reichen wirklich Andeutungen, denn später werde ich hier noch mit Jaune Brillant das Gelb für den Glanz einsetzen und dann ist es eigentlich klar, dass es sich um Laternen handelt. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht jede Metallstrebe einfügen. Mit Jaune Brillant und etwas Cadmiumgelb kommt jetzt ein wenig Glanz auf die Laternen. Das Jaune Brillant nehme ich hier direkt aus der Tube mit der Pinselspitze auf und mische mir ein bisschen Gelb dazu. Und setze mit dem trockenen Pinselstrich eher Flecken auf die hellen, ausgewaschenen Punkte, als dass ich jetzt hier genau eine Laterne ausmale. Ein bisschen Lazurorange, auch ganz cremig, kommt noch hier hinein. Es soll an dieser Stelle wirklich schön leuchten. Mit einem leuchtenden Rotton setze ich hier hinten noch einen Akzent. Mit dem Auswaschpinsel hole ich mir hier noch ein paar hellere Flächen wieder heraus. Auch hier ist so ein schönes helles Leuchten im Fenster. Dieses quasi Radieren in der dunklen Fläche mit der feinen Spitze meines Flachpinsels macht mir immer viel Spaß und ich muss aufpassen, dass ich das nicht übertreibe. Die gesamte atmosphärisch dunkle Silhouette des Bildes sollte erhalten bleiben.
mit Lasorange ganz cremig setze ich jetzt hier noch ein bisschen Licht in die Fenster hinein. In Prag gibt es viele Tauben und hier auf der Straße brauche ich noch ein paar kleine Formen und deshalb mische ich jetzt nochmal Ultramarinblau Sienna gebrannt und male mit der feinen Pinselspitze hier kleinste Formen auf die Karlsbrücke. Es ist spät am Abend, es gibt keine Menschen mehr in verschiedenen Größen und verschiedenen Abständen. Auch am Himmel fliegen natürlich ein paar Tauben und hier kann ich etwas mehr Blau mit in die Mischung nehmen. Ja, ich finde, das Bild gewinnt jetzt durch diese kleinen verspielten Formen noch einmal. Und hier vorne mache ich es, glaube ich, noch ein bisschen dunkler. Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Noch einmal hier aufgetragen. Ein bisschen Alizarin nehme ich hinein, damit das auch mit dem Himmel noch mal korrespondiert. Hier habe ich ja doch relativ viel Rot mit drin. Und jetzt wird wieder mit Wasser verblendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du probierst das jetzt auch selbst einmal aus. Wir freuen uns hier in der Aquarellwerkstatt immer wahnsinnig über einen netten Kommentar oder auch über einen Daumen nach oben. So kannst du uns deine Wertschätzung zeigen und der Algorithmus sorgt dann dafür, dass dieser Kanal auch noch mehr bekannt wird. Darüber freuen wir uns. Vielen, vielen Dank. Wenn du die lange, ungekürzte Version dieses Videos sehen möchtest und auch noch die Tonwertübungen zum Motiv erhalten möchtest, dann wäre eine Unterstützermitgliedschaft das Richtige für dich. Hierzu findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Der Link heißt Steady, deine Unterstützung. Dort kannst du dich informieren über die verschiedenen Möglichkeiten und Pakete. An alle, die uns dort schon unterstützen, vielen, vielen Dank. Ihr seid großartig und helft uns sehr, die Arbeit hier auf YouTube weiterzuführen. Ganz kostenlos und für alle geht es hier weiter in 14 Tagen mit dem nächsten Video. Bis dahin, tschüss.